Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Ich bin heute am Parkplatz von der Mariandelalm, Ursprungpass zwischen Borischzell und Thiersee. Wir sind schon mal auf die Mariandelalm gegangen. Heute gehe ich gegenüber. Schönfeldjoch ist heute das Ziel und Wildenkarjoch. Mal schauen, wie weit ich gehe. Hängt auch ein bisschen von den Wegverhältnissen ab. Es ist eine südseitige Tour. Ich verspreche mir eigentlich weitgehend Schneefreiheit. Darum würde ich sagen, schauen wir es uns heute einmal an. Auf geht's! Wir müssen bald zu einer verfallenen Alm raufkommen. Da bin ich gespannt, ob man noch was davon sieht. Der Steig ist richtig steil darauf. Ich habe die Jacken schon ausgezogen, unten ja. Als erste Maßnahme, als zweite die 3 Burschen. Da hat einer ein bisschen auslassen. Ich schätze mal, dass sie schnell losgegangen sind. Die habe ich gerade überholt. Ich muss mir aber selber auch zusammenreißen, weil das ist eine Tour, die verleitet dann direkt zum Gas geben. Es geht richtig schön darauf. Man hat immer wieder Aussicht um mich auf, das ist jetzt Richtung Semmekopf und da drüben in der Senken dürfen die Ascherjoch-Alm drin stehen. Da sind wir auch schon mal vorbeigegangen, wie ich von Landl auf das Streinsjoch aufgegangen bin. Wir sind gerade an der verfallenen Alm vorbeigekommen. Da habe ich rein gar nichts mehr gesehen. Und jetzt schaut es aus, als ob wir auf eine Forststraße kommen. Das habe ich gerade gar nicht so in Erinnerung. Ja, stimmt tatsächlich, aber gleich gegenüber sieht man schon die Markierungen, wie es im Steig weitergeht. Wir sind jetzt gerade da raufgekommen und ich gehe natürlich auch der Markierung nach. Und in meiner Originalroute bin ich da drüben der Markierung nachgegangen, das ist aber chaotisch dann auf. Plant hat man autoaktiv das Ganze eher weiter rechts. Bis daher ist es aber gut gegangen, darum würde ich empfehlen, geht nicht dem handgeschriebenen Zettel nach zur Schönfeldalm, weil da ist wirklich vogelwild durch die Bäume durch, da ist halt viel umgefallen. Sondern geht links und die Straße führt euch hinauf auf die Forststraße, die oberhalb wieder mit dem Steig zusammenkommt. Ist auf jeden Fall angenehmer, wenn es wer nachgeht. Nach kurzem kommen wir jetzt wieder
zu einem Wegweiser her und da steht es auch jetzt schick angeschrieben: Schönfeldalm, Wildenkaralm und das hintere Sonnenwendjoch ist angeschrieben. Und auf der Straße weiter ging es zur Schönfeldalm. Das ist dann halt die Straßen auf. Jetzt kann man sich eine Zeit lang normal nicht mehr verdorben im Weg, so wie es mir da unten gegangen ist, weil geplant habe ich eigentlich den Steig ein bisschen anders. Ich habe mich dann auf die Markierungen verlassen und da sieht man es, dass man einfach unterwegs immer wieder mal in die Karten reinschauen muss. Also fehlerfrei bin ich auch nicht unterwegs. Man muss sich dann wieder korrigieren und im schlimmsten Fall mal umkehren. War aber in dem Fall nicht notwendig und darauf kann man sich fast nicht mehr verdorben, weil es geht jetzt an so einem leichten Rücken rauf in Serpentinen. Man hat es gesehen, heute habe ich es erwischt, in aller Ruhe beim Fressen. Sie haben mich dann doch schnell gerochen und sind abgehauen. Ich bin natürlich langsam gegangen, damit sie nicht überhastet abhauen müssen. Na, jetzt um die Jahreszeit ist es nicht mehr ganz so schlimm, von wegen, dass man es aus einem runtergefahrenen Kreislauf reißen darf. Und jetzt finden sie auch wieder genug, die Gams. Aber trotzdem kann man doch einfach ein bisschen langsam vorbeigehen. Eine wollte es gar nicht glauben. Die ist dann noch ein bisschen länger stehen geblieben und hat geschaut. Und dann ist es halt auch am Rudel nach. Und das Ganze passiert relativ friedlich und ohne, dass man ein großer Störfaktor ist. Die Aussicht von der Schönfeldalm, die kann sich sehen lassen. Das ist echt bergig da.
Ich weiß gar nicht, ob sie im Sommer was verkaufen. Ich glaube, gesehen habe ich bis jetzt nichts, dass da irgendwie zumindest im Internet Eintrag gab hat. Vielleicht weiß das ja aber noch von euch. Und wir gingen jetzt praktisch hinter der Schönfeldalm weiter rauf und kommen dann zum Schönfeldjoch. Es sind immer wieder rote Pfeile nach links. Wahrscheinlich gingen da oft Leute tendenziell zu weit rechts um. Und jetzt schaut es aber doch so aus, als ob es noch gerade aufgeht. Das ist noch nicht das Gipfelkreuz, sondern das ist das Heimkehrerkreuz. Jetzt sind wir im finalen Anstieg zum Schönfeldjoch. Es sind jetzt laut Karten noch ein bisschen mehr wie 1 Kilometer und natürlich auch noch ein paar Höhenmeter. Das ist jetzt wieder ein schmaler Steig, der so ein bisschen durch die Latschen durchführt.
Das ist ganz gut, weil man hört den Wind und naja, da herin ist es jetzt verhältnismäßig warm und es zirkt nicht so. Die Aussicht ist trotzdem gigantisch. Schauen wir mal nach vorn. Man kann sagen, Glück gehabt für einen Momentesammler. Genau das Richtige. Wir kommen zum Schönfeldjoch. Ohne Gipfelkreuz. Es hat bloß so eine Steinansammlung mit einem Stecker. Aber ich muss sagen, eine Wahnsinnsaussicht. Auf dem Corsa. Der ist heute noch ein bisschen eingekühlt. Wunderbar. Da sehen wir rüber aufs Frechjoch, Talerjoch hinten. Und da hinten ist jetzt das Wildenkarjoch. Da gibt es keinen Aufstieg rauf so richtig, was ich gesehen habe. Ich wollte hinten reingehen und nach unten. Werde ich mir jetzt noch überlegen. Und das da vorne mit dem Schnee, das ist die Krennspitz, wenn ich mich nicht täusche. Und dahinter ein Sonnenwendjoch. Die Krennspitz, da ist kein Steig mehr eingezeichnet. Warum auch immer, nur nicht der OpenStreetMap. Das Sonnenwendjoch möchte ich auf alle Fälle noch mal gehen. Da werde ich dann ein Stück laufen fahren, da gibt es eine Mautstraße. Und das ist bestimmt auch eine richtig bärige Tour drauf. Jetzt mache ich noch ein bisschen Pause da und überlege mir, ob ich die Runden mache oder ob ich da wieder absteige. Weil der Aufstieg war jetzt richtig schön und da hinten unter weiß ich nicht. Es schaut noch viel Schnee aus. Ich muss halt nicht direkt runter schwimmen. Es ist zwar Wind, aber mir geht ja nichts an. Ich sitze zwischen die Latschen und man merkt bloß ab und zu ein laues Lüfterl. Ich genieße gerade die Aussicht. Es ist wieder irre schön und ich habe jetzt entschieden, ich gehe den Weg wieder zurück, weil mir gerade klar geworden ist, dass ich beim Runtergehen jetzt so eine bärige Aussicht haben werde und da hinten rein weiß ich nicht, wie es ausschaut. Das heißt, ich gehe jetzt da wieder runter und werde vielleicht das Ganze einfach zum Anlass nehmen, dass ich die Tour noch mal gehe und dann vielleicht andersrum. Stelle mir nämlich auch richtig schön vor, da rauf war es halt wirklich gut zum Gehen. Fast alles trocken, bis auf das Stück als Steig da unten, was ein bisschen seltsam war. Ich glaube, einfach durch Windbruch war es super schön. Und jetzt beim Runtergehen mache ich bloß noch ein paar Aufnahmen, sammle noch ein paar Eindrücke. Es zirkt langsam ein bisschen diesig zu, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.